Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um Labwaffenbau und irgendwelche anderen Sachen, wo ich gerade mal so Bock drauf habe. Heute geht es dann weiter mit den zwei Knüppeln. Naja, der eine Holzknüppel, der andere mehr ein bisschen was anderes. Habt ihr ja schon im ersten Teil gesehen. Dann werden wir jetzt in dem Teil das Ganze ein bisschen pinseln und schön machen. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch bisher. Dann bleibt dran. Wir sehen uns. Dann fangen wir jetzt mal mit der langweiligen Sache an. Und zwar wieder Pinsel. Dafür habe ich wieder eine Unterlage genommen. Zwei Dinger. Zwei Gürtelchen zum Aufhängen. Bisschen Wasser, Pinsel. Und irgendwie was Rotes drin. Ja. Und ein Flexipad. Allerdings habe ich das ein bisschen verdünnt. Beziehungsweise mit einer anderen Farbe gepinselt. Also das ist schwarz mit transparent. Weil momentan fehlt mir irgendwie das Schwarz. Also ich habe zwar noch, aber ist ja nicht schlimm, kann man auch beides mischen. Ne? Sieht jetzt ein bisschen grau aus, ist aber, wenn dann trocken ist, ist das auch schwarz. Also ist das auch kein Problem. Ne? Und es glänzt ein bisschen, wenn es dann trocken wird. Finde ich interessant. Wenn wir das Ganze jetzt erstmal wieder einige Schichten schwarz drauf machen. Also wie gesagt, das Übliche, das ist ja immer dasselbe am Anfang. Werde ich dann auch wieder überspringen. Kennt das ja. Und werde dann erst wieder anfangen weiter zu zeigen. Ich das Ganze dann die Schichten schwarz drauf habe. Und wir dann an die Farbgebung dran gehen. So. Ja, soweit dann dazu. Wie gesagt, dann kommt jetzt kleine Gürtelchen wieder dran. Ja. So. Und dann wird das wieder aufgehangen. Ja, dann machen wir mal weiter. Und zwar, schwarz ist drauf. Hier habe ich schon ein bisschen die Holzmaserung gemacht. Kennt ihr ja mittlerweile schon ein wenig. Wieder so das Übliche. So, dafür braucht man Schwamm. Dann nehme ich mal wieder ein bisschen Silber. Machen wir mal hier irgendwo so einen dickeren Klecks drauf. Dann fangen wir mal an, das Ganze erstmal in Silber zu machen. Wie gesagt, wenn es zu hell wird, ist nicht schlimm. Das können wir dann nachher mit Schwarz nachdunkeln. Ne? So, das fühlt sich eigentlich schon, dadurch, dass das so dünn ist, relativ schnell trocken an. Wisst ihr was? Ich gehe da jetzt schon mal mit der Rostfarbe drüber. Beziehungsweise ne, erstmal mit dem Schwarz. Für die Rostfarbe ist noch ein bisschen zu früh. So. Dann nehmen wir uns mal wieder Schwarz. Pinsel. Tun wir mal hier so hin. Dann nehmen wir überall so was drüber. Und dann könnt ihr dann, wie gesagt, entweder nimmt dann Schwamm, Zewa, irgendwas, was nicht fusselt. Und dann könnt ihr das dann nachdunkeln. Dann sieht das nämlich nicht mehr ganz so glänzend und neu aus. Hängt halt davon ab, wie viel Schwarz er drauf pinselt. Ne? Also je mehr Schwarz er drauf macht, umso dunkler wird es dann. Dann könnt ihr natürlich nachher mit Acryl noch an ein paar Stellen wieder ein bisschen hellere, wie so hier so an so Kanten dann vielleicht. Aber in dem Fall soll es halt alt und gammelig aussehen. Aber werde ich das dann nicht machen. So sieht das Ganze jetzt aus. Hat immer noch so ein bisschen Metalltouch, aber halt nicht mehr so grell vom Silber. Wie gesagt, müsst ihr dann gucken, ob ihr heller oder dunkler haben wollt. So. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich bin mal wieder ein bisschen ungeduldig, ihr seht das schon. Ich werde jetzt einfach das Teil jetzt mal hier hinlegen. Und zwar habe ich mir hier bei Amazon
Da habe ich mir hier so Rostfarbe gekauft. Sieht ein bisschen aus wie so eine Schuhcremedose. Oh, nicht so teuer, ich glaube 6 oder 7 Euro oder so. Ja. Hier ist dann die Farbe drin. Wie gesagt, ich hatte einen relativ hellen Ton jetzt mal genommen. Hätte vielleicht besser was Dunkleres holen sollen, aber naja, gut. So, jetzt werde ich mal so richtig ordentlich das ganze Ding hier so einrosten. Das ist übrigens, wenn er dann mit dem Schwarz drüber geht, also meiner Meinung nach sieht man dann die anderen Farbtöne, die man dann drüber tut, natürlich wieder ein bisschen besser. Also meiner Meinung. Ja. Dann wird das Ding jetzt so richtig einrosten. Ja. Ich denke mal, wenn ich den Holzknüppel gleich mit dem dunklen Braun mache, ich glaube, dann werde ich mal ein bisschen ausprobieren. Dann wird das ein paar Stellen mit einem dunklen Braun machen. Also ein paar Akzente setzen. Aber warum nicht? Ich probiere das einfach mal. Dafür sind die Sachen ja da. Die habe ich ja extra gemacht als Versuchsobjekte mal. Da kann man da ein bisschen rum experimentieren. Ja. Aber mit Fluchrost, na, das geht. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen hell noch. Ich hätte mal wirklich was Dunkles holen sollen. So. Das hängen wir auch mal auf. So, dann müssen wir jetzt erstmal wieder warten, bis alles trocken. So, gucken wir mal. Sieht schon gut trocken aus. Dann machen wir hier mal weiter. Dann wollen wir mal gucken, ob das Ganze trocken ist. Ein bisschen hat die Kohle dran geklebt. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil hier sowieso noch Leder um den Griff kommt. Ja. Dann machen wir mal weiter. Ich glaube, von diesem dunkelbraun würde ich, glaube ich, auch noch ein bisschen was für die Metallstange nehmen. So, aber erstmal mal hier. Ja, dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal wieder ein bisschen antrocknen. Dann geht es mal weiter. Dann werden wir den Rest noch ein bisschen einbraunen hier. Oh, das sieht schon gut rostig aus. Gefällt mir schon wesentlich besser. So. Ups, das war, glaube ich, ein bisschen sehr viel. So ganz braun wollen wir das ja nicht haben. So. Also ich glaube so die Mischung mit dem hellen Rost und dem Braun sieht schon mal hier nicht so schlecht aus. Gefällt mir. Kann man noch was verbessern, aber gefällt mir auf jeden Fall schon wesentlich besser wie nur dieses ganz helle. Ja? Hier ist ein bisschen Füllbraun drauf. Da war ein bisschen zu dick, aber naja gut. Aber so im Großen und Ganzen gefällt mir das schon deutlich besser. Ja, hat was. Gefällt mir. So, wo ist die Kohle schon wieder hingeschmissen, Leute? Ist mir schon wieder runtergefallen. Heute ist der Tag der fallenden Kordel. So, hängen wir das schon mal auf Seite. Das tun wir mal hier. Und dann gehen wir jetzt über den Holzknüppel drüber. Dann machen wir ein bisschen weniger. Und dosieren habe ich ja nicht so, das kennt ihr ja bei mir schon. Dann nehmen wir mal wieder ein bisschen Ocker. Ja. Ja. So.
einen anderen Schwamm. Schneiden wir ab. Zack. So. Mal hier hinlegen. Trocknen. Oh, das sieht schon mal gut aus. So. Schwarz. Dann werden wir das Ganze noch ein bisschen nachdunkeln. Den Pinsel, der kann ruhig noch Wasser noch dran haben. Dann ist das relativ dünn. So, mal schauen. Dann ist das Ocker dann auch nicht mehr ganz so hell. Aber wie gesagt, das müsst ihr dann wissen, ob es euch heller oder dunkler gefällt. Wenn es euch heller gefällt, dann lasst ihr halt einfach das Schwarz weg. Oder nehmt halt noch ein bisschen mehr helleres Braun oder Ocker oder was auch immer ihr benutzen möchtet. Ich mag das Holz halt lieber ein bisschen dunkler. Dann sieht das schon so ein bisschen, ich sag jetzt mal, benutzt aus. Aber da muss jeder selber wissen, wie es ihm gefällt. Ich vielleicht noch ein paar Stellen drauf machen soll mit Schwarz, aber ich glaube, Schwarz, ich weiß es nicht so ganz. Na, wir probieren einfach mal ein bisschen. Vielleicht wird es danach noch ein bisschen dunkler dadurch. Dann glänzt der Rost vielleicht nicht so. Ja, vielleicht noch eine Idee. Probieren wir einfach mal aus. So ein bisschen Dreck kann ja eigentlich doch auch nicht schaden. Oder was meint ihr? Jetzt sehen die Sachen ja auch nicht so sauber dann aus. Dann kann man nämlich hier noch so zwischen den Teilen noch ein bisschen was dunkler machen. Das sah nämlich noch ein bisschen arg hell aus. So. Ich glaube, das mit dem Schwarz ist eine gute Idee. Das machen wir auf der ganzen. So. Gehen wir hier nochmal überall so was drüber. Ja. Dann sieht das Ganze noch ein bisschen ranziger aus. Ja doch, das mit dem Schwarz war eine gute Idee. Ja. Sieht schon viel besser aus. Drifte noch ein bisschen drüber. Müssten wir zwar am Griff quasi nicht, aber das machen wir jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber. Damit das da auch eine gute Farbgebung hat. Ja. Sieht das Ganze richtig abgeranzt aus. Sehr gut. Gefällt mir. Ja. Mal gucken, wie der nachher wirkt, wenn dann der Topcoat drauf ist. Dann nehme ich dann wieder vom Flexipaint den matten, dass das nicht so glänzt. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, sieht das ja nicht mal so übel aus. Vielleicht hier noch so ein bisschen drüber gehen. Ja, sieht echt nicht übel aus, Leute, mit dem Schwarz jetzt. Mit dem Braunton dazu. Und ich muss sagen, ja, doch, sogar hier, wo das jetzt so dicker war, das ist jetzt langsam richtig trocken und das Schwarz, das sieht so ein bisschen aus wie so Rost, der bald abblättert.
Ja, doch. Leute, das war echt eine geile Idee mit dem Schwarz drüber. Das hat echt was. Sieht gut aus. Jetzt müssen wir das Ganze aber erstmal wieder was trocknen lassen. Fangen wir mal an mit dem Topcoat. Ne? Zwar werde ich jetzt mal hingehen. Das hier ist übrigens hier so ein Stück vom Boden unten. Säge ich immer ab. Ist schön zum Dosieren und kann man nachher wieder gut zurück in die Dose reinkippen. Ne? Also nur mal so für den Fall, dass einer fragt. So, jetzt habe ich hier einen ziemlich versifften Pinsel genommen. Aber ich denke mal, das wird dem Ganzen keinen Abbruch tun. Das Ganze tun wir ordentlich einsiffen. Also eine ordentliche Dicke. Keine Sorge wieder mit den Blasen, ihr kennt das ja schon. Beim Flexit Paint gehen die im Normalfall weg. Ja, so ganz kleine Bläschen. Und wenn mal doch ein bisschen mehr ist, geht da einfach was drüber und dann ist es auch gut. So. Aber im Normalfall, also wo ihr gucken müsst, ist hier immer in so Ritzen, dass er dann da ein bisschen drüber geht, dass das nicht ganz so dick mit dem Bläschen ist. Dann hält sich das eigentlich auch gut im Rahmen. Ja, dann werde ich das Ganze jetzt erst noch komplett dann gleich durch Topcoaten und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich den Topcoat drauf habe. Dann sind wir jetzt in den letzten Zügen. Die Teile, die sind jetzt soweit trocken. Habe mir jetzt überlegt, wir machen das diesmal mit zwei verschiedenen Griffwicklungen. Das eine hier, der Holzknüppel kriegt Leder. Da muss ich mal gucken, ob ich was dünner oder was dickere nehme. Und das andere kriegt Paketschnur. Jetzt muss ich noch mal schauen, wie das hier aussieht. Ich denke mal, das könnte wahrscheinlich ein bisschen kurz geraten sein. Probieren wir erstmal aus. Ja, mit dem dünnen komme ich da nicht weit, also muss ich das etwas dicker. Ja. So, dann fangen wir erstmal mit dem Holzknüppel an. Dafür nehme ich mir wieder doppelseitiges Klebeband. Gucken. Machen wir lieber erstmal ein bisschen länger. Ups. Hier lasse ich ein bisschen Rand. So, sieht gut aus. Ungefähr als Vorgabe nehmen. Dann haben wir das Teil. Ah, das kleben wir gleich mit beiden. Beziehungsweise, ne, wir kleben hier schon mal. Ja, wenn mal was rauskommt. So, das lassen wir jetzt erstmal trocknen. Und dann gucken wir hier bei dem Teil mal. Ich glaube, da mache ich auch wieder nur zwei. Ups. So, schauen. Lassen wir hier unten ein bisschen Platz. Quasi wie so ein Knauf. Ich hoffe mal, dass die Rolle da reicht.
Die hatte ich nämlich noch oben rumfliehen. Das Zimmer. Da dachte ich, naja komm, versuchen wir da einfach mal damit. Da mache ich glaube ich auch wieder nur 2 Dinger. Müsste eigentlich reichen. Hoffe ich mal. So. Da ist wieder Müll. So, ups, das war jetzt funktioniert. Seite schmeißen wir mal auf Seite. Dann tun wir die Kordel ein bisschen hier so runterlegen. Und dann fangen wir hier an zu wickeln. Ich mache jetzt erstmal hier so über dem, damit man das Klebeband nachher nicht mehr so sieht. So, und jetzt quasi immer rund. Können wir natürlich auch dickere Kordel nehmen, ne? Und dann immer gucken, dass er die schön eng aneinander macht, damit man das Klebeband dazwischen dann nachher nicht mehr sieht. So, schneiden wir das Ganze immer ab. Dann würde ich mal hingehen. Auf jeden Fall brauche ich, glaube ich, eine neue Tube. Statt hier so sehr. So, das Ende habe ich jetzt hier ein bisschen verklebt. Das sieht jetzt schon mal gar nicht so übel aus. Das ist mal ein bisschen was anderes, wie immer nur das Leder, ne? So, dann habe ich mir schon mal ein paar Schwämme vorbereitet. Immer gucken, dass ein Handschuh dabei tragt. Und dann habe ich hier einmal Antique Finish Schwarz. Das werde ich für die Stange nehmen. Und für den Holzknüppel nehme ich dunkles Braun. Dann sieht das nachher alles ein bisschen hübscher aus. Sieht das Ganze auch schon ein bisschen versiffter aus. Kann man zwar auch ganz weglassen mit dem Versiff, das kommt dann automatisch, wenn man es halt öfters benutzt mit den dreckigen Händen. Aber so einen gewissen Ranzgrad schon am Anfang ist vielleicht ja nicht mal so schlecht. So. Wie gesagt, das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen trocknen. Das Ganze ist verbracht, ne? So sieht das Ganze jetzt aus. Ja. Hoffe, das kann man so gut sehen. Hier habe ich irgendwie noch was. Ja. War nur vom Heißkleber. Ich hatte schon Angst, dass das versaut ist. Ne, ist nicht. Ja, so wie sehen die ganzen Teile jetzt aus. Wie ihr seht, man kann so aus einem Stück gewickelten Schaumstoff kann man so das ein oder andere machen. Wie gesagt, da gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Da könnt ihr dann eure Kreativität freien Lauf lassen. Ne? Das war jetzt nur mal so als Beispiel. Also einmal für mehr oder weniger sag schnell Fantasy, so einen ganz normalen Knüppel. Und das ist halt mehr was für Endzeit. Wie gesagt, ein paar Linien reingemacht beim Lötkolben, ein bisschen Matte. Und schon hat man eine Gewindestange mit einem Zahnrad drauf. Als Schlagknüppel. Ne? Dann hoffe ich mal, das Ganze. Das wird runtergefallen. Jetzt hoffe ich mal, das Ganze hat euch mal wieder inspiriert, selber was zu bauen. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Ich hoffe, das Ganze hat euch wieder gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns.